Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und wir haben es ja immer noch 5-fach-Event. Das heißt, wir könnten auch in der Theorie... Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir haben es ja immer noch 5-fach-Event, wie man hier unschwer erkennen kann. Und das heißt natürlich auch, dass man in der Theorie auch noch hier auf das Plus gehen könnte und eventuell sich noch ein 100er-Paket gönnen könnte für einen Huni, da man ja 20% mehr auf die Pilze bekommt. Und ich habe mir überlegt, es stehen ja bald sehr viele neue Sachen vor uns und ja, wer weiß, wie pilzintensiv das Ganze wird und wann die nächste Pilzaktion sein wird. Deswegen lade ich an der Stelle jetzt schon mal wieder für einen Huni auf. Ich habe zwar noch über 1000 Pilze, aber haben ist besser als brauchen, sag ich mal so, ne? Und deswegen habe ich mir so gedacht, ja, auf meinem Main werde ich jetzt nochmal für einen Huni aufladen und auf meinem Battlemage auch nochmal für einen Huni, weil das sind ja sowieso die zwei Accounts, wo ich so oder so Geld investiere und ja, deswegen ist es jetzt nun egal, ob ich jetzt das Geld investiere und dann nachher über 4000 noch was Pilze habe oder halt irgendwann später, ne? Deswegen, falls ihr auf jeden Fall verunsichert sein solltet, dann holt euch lieber jetzt nochmal Pilze, weil wer weiß, wie teuer diese neuen Events werden, die dann vor uns stehen, ne? Das hatten wir ja gestern gerade im Video und ja, auf meinem Main... Davon mal abgesehen, auf meinem Main werde ich höchstwahrscheinlich morgen im Video mit den neu erworbenen Pilzen nochmal ein bisschen blättern, und zwar im Waffenladen, ja. Denn ich möchte schon ganz gerne ein paar neue Runen haben für meine Waffen, für meine Epic-Waffen und eventuell auch eine neue Epic-Waffe an sich, weil die ist schon ein bisschen alt auf jeden Fall. Und da könnte auf jeden Fall was Neues wieder her. Ich wünschte mir zwar, ich hätte eine legendäre Waffe, aber was will man machen so, ne? Legendäre Waffe zu bekommen mit geiler Spanne ist halt so gut wie unmöglich. So, da muss man, was weiß ich, wie viele Runs machen im Leggy Dungeon. Gut, auf jeden Fall werde ich morgen im Video ein bisschen blättern hier im Waffenladen, da könnt ihr euch drauf freuen. Und auf dem Battlemage weiß ich noch nicht, ob ich da noch Epic-Event spiele oder so. Ich meine, das ist das letzte 5-fach-Event, ne? Deswegen ein bisschen auskosten müsste man das. Vielleicht blättern wir ein paar Mal hier und da, aber eigentlich habe ich noch relativ gutes Equipment hier auf dem Battlemage. Ja, wir schauen mal. Gut, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder, wenn wir hier die Pilze aufgeladen haben. So, für 200 € haben wir uns wieder Magic Mushrooms bei unserem Dealer des Vertrauens hier, der auch wirklich sehr vertrauenswürdig aussieht, geholt. Einmal auf dem Main 3600 und einmal hier auf Battlemage 3600. Jetzt haben wir über 5300 Pilze, ja, und das wird hoffentlich erstmal wieder ein bisschen reichen, denke ich mal, ne? Auf jeden Fall, wie gesagt, holt euch lieber ein bisschen früher was, bevor ihr ja irgendwann, keine Ahnung, in irgendwelche unerwarteten Events kommt, weil bei Shakes and Fidget ist jetzt irgendwie alles möglich so, ne? Guck mal, zum Beispiel als der Legendary Dungeon draußen war, da hat keiner mit gerechnet, dass das Ding so pilzintensiv wird, und hätte man da nicht irgendwie eine 20% Aktion vorher gehabt, hätte man ja so aufladen müssen. Das heißt, man hätte hier für einen 100er nur 3000 Pilze bekommen. Also ja, da muss man sich halt wirklich überlegen, ob es erstmal natürlich das einem wert ist, das Geld dafür auszugeben. Das ist gut, das ist erstmal Fakt Nummer 1. Und Fakt Nummer 2 ist, falls es euch das wert ist, dann solltet ihr das rechtzeitig tun, bevor wieder so ein unerwartetes Event kommt, ne? Und dann habt ihr aber keine Pilze und dann müsst ihr halt aufladen für einen schlechteren Kurs. So, ne? Das ist natürlich nicht das, was ihr haben wollt. Deswegen habe ich mir so gedacht, yo, holst du dir mal jetzt die Pilze. Sieht zwar ein bisschen flexmäßig aus, so viele Pilze hier auf dem Account zu haben, und anhand der Pilze, ich weiß, es ist unglaublich, ne? Nur anhand der Pilze, wie viele Pilze hier stehen, wird mir wirklich zugeteilt, und natürlich auch dem Profilbild hier, dass ich regelmäßig immer Pilze auf dem Konto habe, dass mir die zugeschoben werden. Aber diese Pilze habe ich mir gerade selbst käuflich erworben hier, wie gesagt, von meinem Pilzdealer des Vertrauens, und es ist halt nicht der Fall, dass ich irgendwelche Pilze gesponsert kriege. Ich weiß nicht, wie oft ich das... Ist auch, gut, ist auch egal, scheiß drauf, wird immer die Leute geben. Aber gut, können die natürlich auch nicht wissen an der Stelle, ne? Die sehen halt nur, die sehen halt, was ist das denn hier, Fehler im System? Fehler, need more Lucky Coins, ja. Alles klar, ja, ist okay. Ja, ich möchte aber nicht mit Lucky Coins, sondern ich möchte, what the fuck, dude. Alles klar, wir laden kurz neu. Ne, es wird natürlich immer die Leute geben, die natürlich nicht so vertraut sind jetzt mit mir, der Community oder so, oder was weiß ich, irgendwie mit den Leuten, mit dem Spiel. Und die sind natürlich dann auch schnell im Verurteilen, die sehen,
Ja, sehr viele Pilze auf dem Konto. Oh, er hat ein Profilbild. Oh, 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 oh. Da ist hier aber Böses im Busch, ja. Und gut, kann man natürlich den Leuten nicht verübeln, ne? Vor allen Dingen, das Ding ist auch immer, dadurch, dass ich halt so Pilzsparen spiele, ne, habe ich diese hohe Pilzanzahl halt immer relativ lange. Also ich spiele ja wirklich meine Pilze sehr langsam runter, so, ne. Deswegen habe ich sehr lange sehr viele Pilze auf meinem Konto und das ist einfach nur, weil ich halt abgesichert sein möchte, so, dass immer, wenn immer was passiert, möchte ich eine gewisse Pilzanzahl auf dem Konto haben, so, ne. Und deswegen verschwinden die auch relativ langsam bei mir, die Pilze. Deswegen habe ich immer relativ viel Pilze auf dem Konto. Was dann natürlich dazu führt, oh, guck mal, der kriegt immer regelmäßig seine Pilze aufgeladen. So, der braucht sich um nichts kümmern, der hat immer einen hohen Pilzstand. Das sind tatsächlich die Nachrichten, die ich bekomme. So, ne? Und da kann man natürlich aus der Haut fahren, wie die Krallen angreifender Löwen oder wie eine Schlange beim Häuten. Ja, aber gut, da steht man natürlich drüber, ne? Weil, wie gesagt, da weiß man, die Leute wissen es nicht besser, so, ne? Aber es ist halt immer schade so, ne? Da man sich ja auch vielleicht irgendwie wünscht, mal eines Tages gesponsert zu werden, damit man vielleicht ein paar Pilze bekommt oder so, ne? Wie gesagt, mir wäre es ja lieber, wenn ich anstatt diese Pilze selbst bekomme, diese Pilze weitergeben kann an euch für Giveaways und sowas. Aber gut, ja, wie gesagt, das sei mal dahingestellt. Ja, und dann bekommt man sowas nicht, ne? Und wird halt trotzdem, sag ich mal, so hingestellt, dass man hier regelmäßig welche zugeschoben bekommt. So, ne, das möchte ich halt auch nicht. Ich möchte halt auch nicht in der Situation sein, hier, guck mal, den wird da alles in den Arsch geschoben oder so. Ne? Das ist natürlich alles mein eigenes Geld. Aber wie gesagt, das ist natürlich... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf das Thema eigentlich kam. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist mir das mal so ein bisschen... hat mir das mal so ein bisschen auf der Seele gebrannt, das mal so zu erzählen. Aber, ja... Naja, das ist auf jeden Fall, ja, das bin ich zu 100% transparent. Ne? Also deswegen, wenn mir irgendwas nicht passt, dann sage ich das auf jeden Fall. Und das sind auf jeden Fall so Gedanken, ja, mit denen beschäftigt man sich so im Hintergrund so ein bisschen. Ne? Ich meine jetzt nicht so irgendwie, keine Ahnung, dass mich das jetzt um den Schlaf bringt oder so. Ne? Das natürlich, ne, man liest das einmal und gut, ja. Ist lustig, gut, weiter, so, ne, also mehr ist es ja im Prinzip auch nicht so, ne, aber ja, es ist halt, was ist, ach nee, ich habe die in die Toilette geworfen, oh, ich wollte die verkaufen, oh nein, hä, was nimmt denn die Hexe heute hier? Ach, Schuhe nimmt die, okay, alles klar, ja gut, da habe ich irgendwas in die Toilette geworfen, was mich hier 10 Millionen jetzt gekostet hat, ja, nice, nein, nee, ist cool, nee, 20 sogar, weil ich es ja zur Hexe bringen hätte können, naja, gut, egal. Auf jeden Fall jetzt an die Leute nochmal, ihr wisst Bescheid, warum ich jetzt immer so viele Pilze auf meinem Konto habe und die immer so konstant da sind. Ich möchte immer vorsorgen, ja, und für irgendwelche Events, die eines Tages kommen könnten, immer genug auf Tasche haben, damit ich nicht in Bredouille komme. So, ich weiß, ich brauche mich auch nicht rechtfertigen, aber ich tue es trotzdem. So, gut, wir lassen das jetzt, das Thema, und widmen uns jetzt die letzten Minuten noch hier dem Gameplay ein bisschen. Ja, denn, wie gesagt, ich bin sehr gespannt drauf. Wir werden morgen auf jeden Fall auf meinem Main ein bisschen blättern. Ich weiß nicht, ich muss mal meine Items hier angucken. Also meine Waffe ist tatsächlich relativ neu. Die brauche ich auf dem Battlemage tatsächlich nicht so dringend, weil ich die irgendwo mal gezogen habe in letzter Zeit. So, wir haben noch 2 Leggy-Items hier, das heißt, die brauchen wir auch nicht so unbedingt. Den Ring of Fire könnte man mal verbessern irgendwie, ansonsten, ja, sind die alle so einigermaßen okay. Aber ja, gut, also im Zauberladen bräuchte ich halt nicht zwingend, weil, ja, ich weiß nicht, ich weiß noch nicht, ob ich auf dem Battlemage blättern werde, das werde ich dann spontan mal entscheiden. Bin ich mir jetzt aber noch relativ unschlüssig, weil, ja, es ist halt der Battlemage so, ne? Was willst du hier großartig noch weiter erreichen? Der macht seinen Progress immer ganz stetig und ständig, ne? Deswegen ist alles cool. Ich bin sogar jetzt einigermaßen hochgerutscht in den Top 30, aus welchem Grund auch immer, keine Ahnung. Ich habe mich jetzt nicht equipmentmäßig so dermaßen krass verbessert. Ich könnte es tun, ja, dann würde ich vielleicht noch ein bisschen höher stehen, aber ich bin tatsächlich schon sehr zufrieden mit der Leistung, die ich hier auf dem Server erbringe, auf dem Battlemage-Server hier, weil mit dem Einsatz, den ich hier spiele auf dem Server,
sollte ich eigentlich gar nicht in der Top 30 sein. Aber umso happier, umso glücklicher bin ich natürlich, dass ich in den Top 30 bin. Aber es reflektiert natürlich auch den Server so ein bisschen, das sag ich mal, dass man hier so mit so lowen Einsatz, wie ich ihn spiele hier, also wirklich nur Pilze für Alu und Greifendrache plus Glücksrad. Ne? Ich meine, das sind schon relativ viele Pilze, aber alleine damit kommt ihr hier in die Top 30. Was soll ich sagen? Alleine mit diesem Einsatz kommt ihr hier in die Top 30 auf W27. Ne? Ich meine, hier sind zwar 400.000 Spieler registriert auf dem Server, aber ja, irgendwie trotzdem komisch auf jeden Fall. Aber ich schätze mich glücklich so, ne? Ich könnte mehr investieren, würde ich noch ein bisschen weiter oben stehen, was bringt's mir? So, keine Ahnung, ich bin zufrieden, ich bin auf dem Board hier, ich bin auf der Liste, alles cool. Mit dem Einsatz komplett zufrieden so, ne? Und deswegen brauche ich hier jetzt nicht auf Krampf komm raus hier noch mehr Geld hier investieren auf dem. Also, ja, alles cool, ich bin hier top zufrieden. Mein Char macht immer noch Spaß, der Battle Mage, unglaublich coole Klasse auf jeden Fall. Was will man mehr? So, wie gesagt, nur tryhard-mäßig bin ich unterwegs hier auf meinem Main, weil ich hier halt versuchen möchte, so weit wie oben wie möglich zu stehen. Deswegen wird hier natürlich ein bisschen mehr investiert als auf meinem Battle Mage Account. So, ne, ist klar. Aber ja, deutlich mehr ist es halt auch nicht. Also 320 Alu, 50er Mount, Glücksrad, ne, das sind so die Fixkosten, die man hat. Und dann, wenn mal so ein Event ist, dann rüstet man sich mal ein bisschen mehr aus. Mein Arena Manager habe ich hier deutlich höher geknallt als auf meinem Battle Mage, ne. Da habe ich jetzt auch nicht so viel drauf gegeben hier auf dem Server. Also ja, von daher, das hier ist schon mein Baby, so, ne, mein Account, auf den ich alles setze sozusagen, ne? Und deswegen, ja, wie gesagt, ist es ja auch eines Tages mal Ziel, hier mit denen irgendwie mal in die internationale Ehrenhalle hin und wieder zu kommen. So, hier sind auch starke Spieler auf dem Server, auch Leute, die regelmäßig krass aufladen und sich neu equippen. Ihr seht das hier, so Leggy Equipment ist auch sehr deutlich am Start hier, hat Maxed Out Runen und so weiter und so fort, ne, ist auch krasser Goldspieler und deswegen, ja, ist die Konkurrenz natürlich krass, aber ich versuche natürlich auch mitzuhalten und bin gespannt, wenn ich hier weiter hochkomme, die 1 Million Ehre geknackt habe und mich dann mit den Leuten da so ein bisschen messen kann. Ne? Das ist auf jeden Fall mein Ziel auf dem Server, das kostet natürlich auch ein bisschen mehr Geld, ne, ist ganz klar, aber das ist halt das, was ich hier halt gerne machen möchte. Gut, das soll es dann auch soweit zu dem Video heute wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, die Info, dass morgen ein Epic-Event gespielt wird auf meinem Main. Da schalten wir mal ein bisschen Ausschau nach neuen Waffen, neuen Runen. So, also ich bin erstmal primär auf neue Runen aus. Ne? Dass meine Begleiter eventuell neue Runen bekommen. Das wäre ganz cool. Und wenn dann noch eine schöne Waffe hier und da mal vielleicht rausspringt, dann ne, könnte man die natürlich auch entweder mir oder einem meiner Begleiter natürlich geben und die damit ausrüsten. Wie gesagt, die Kunigunde bräuchte die braucht wirklich mal eine neue Waffe. Und da wäre das cool, wenn wir da irgendwie mal eine durchspülen und da kommt eine Kundi-Waffe draus. Also das würde ich mir am meisten wünschen, dass wir eine Kundi-Begleiterwaffe kriegen. Und wie gesagt, wegen den Runen ist natürlich klar, wir müssen hier als nächstes den Herkules besiegen und der widersteht natürlich Blitzangriffen und da sind wir natürlich ziemlich beschränkt hier. Blitzschaden, ihr seht Blitzschaden und nochmal Blitzschaden. Bringt mir natürlich alles nichts, deswegen mal schauen, was wir morgen bekommen. Zu viele Pilze werde ich aber auch nicht ausgeben. Ne? Immer stetig und ständig, als alles zu überstürzen. Und ja, man muss natürlich auch gucken, für welchen Progress macht man das. So, ne? Welchen Widerwert hat das, wenn ich jetzt meine Kunigunde besser ausrüste. Das hat für mich jetzt keinen großartigen Mehrwert für meinen Main-Char, dass ich jetzt meine Kunigunde weiter ausrüste oder meine Begleiter noch höher bringe, weil im Prinzip bringt es mir am Ende des Tages nur ein bisschen Erfahrung, ne, 300 Millionen durch den Dungeon und mehr ist es nicht. Es ist mehr so dieses Ding, yo, ich möchte hier den Olymp bezwingen, als, yo, ich brauche jetzt unbedingt diese Erfahrung. Wisst ihr, wie ich meine? Ne, weil diese Erfahrung bringt mir jetzt auf meinem Level nicht mehr viel. Das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein, ne, und hat jetzt nicht mehr so den großartigen Mehrwert für mich, so, dass ich da jetzt unbedingt auf diese Erfahrung angewiesen bin. Und deswegen, ja, es ist mehr so für einen Flex, dass ich den Dungeon geschafft habe, eine Etage weiter bin und mehr ist es wirklich nicht. Ne? Gut, auf jeden Fall, wie gesagt, ein netter Nebeneffekt wäre es, wenn wir eine coole Waffe für uns selbst finden. Ansonsten war es das soweit erstmal von mir für das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.